Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Weihnachten ist die Schnitzzeit und so stehe auch ich wieder an der Hobelbank und versuche etwas Schönes zu schnitzen. Denn es gibt hier jemanden, der mein Programm so seit 2 Jahren ungefähr verfolgt und so einige Figuren ganz toll fand und bei mir Krippenfiguren in Auftrag gegeben hat. So durfte ich letztes Jahr schon mich selbst schnitzen, den heiligen Simeon, sage ich mal. Also da gibt es auch ein Video dazu. Ich glaube, am 1. Advent letztes Jahr 2019 habe ich das veröffentlicht. Kannst du auch noch mal anschauen, falls du es nicht gesehen hast. Und so geht es jetzt also weiter, dass ich vielleicht für ihn noch ein ganzes Jahrzehnt jedes Jahr immer mal so eine kleine Figur schnitzen kann. Also freut mich auch sehr. Vielen Dank dafür. Falls du sowas Ähnliches vorhast, kontaktiere mich auch gerne über die Webseite. Durch die ganze Corona-Geschichte hat sich natürlich jetzt auch, was die Schnitzkurse betrifft, das Ganze verschoben und verzögert, weil das ja nicht wirklich möglich ist zurzeit. Aber nichtsdestotrotz versuche ich hier zu schnitzen und die Zeit gut zu nutzen mit Krippenfiguren und verschiedensten anderen Sachen, die ich hier schnitzen durfte über Weihnachten, in dieser Vorweihnachtszeit. Und ich wollte das gerne mal teilen hier auf dem Kanal, weil das auch eine schöne Anregung ist, wie ich finde. Und deshalb ist das auch etwas länger gehalten. Also nimm dir gerne irgendwie noch einen Glühwein dazu oder einen heißen Kaffee, etwas mit oder ohne Alkohol und versuch das umzusetzen oder vielleicht gar nachzumachen oder für dich irgendwie zu adaptieren, wie man so schön sagt. Also für dich anzuwenden, umzusetzen, dass du daraus etwas machen kannst, was deiner Arbeit entspricht. Aber bitte nicht enttäuscht sein für alle Anfänger. Eine Krippenfigur ist natürlich sehr, sehr schwierig und zeichnet sich durch viele Details aus und durch schwierige Bewegungen. Also diese ganzen Achsverschiebungen, wenn da irgendwie so ein Kopf schief ist oder verdreht noch, ja. Und das muss man erstmal aus einem Block rausbekommen, dass es dann am Ende wieder irgendwie stimmt oder gut aussieht, ja, also sehr schwierig, sage ich mal, so eine Krippenfigur. Und natürlich auch Menschen sind eigentlich immer schwieriger, auch als Tiere zu schnitzen. Dann fangen mit etwas Einfachem an, mit einer einfachen Grundform. Das kann ein Baum sein, kann ein Igel sein, was also sehr symmetrisch und einfach von der Grundform ist, wo man dann auch Details noch, ja, besser darauf erkennt und so und das besser nachvollziehen kann, wo da was hinkommt. Aber das ist dann eher so für Fortgeschrittene. Ich weiß, manche finden das zu schwierig. Ich muss ein paar einfachere Videos machen. Aber kannst du dir trotzdem gerne anschauen und auch gerne mit anderen teilen, die vielleicht sowas vorhaben. Und freut mich das natürlich auch sehr, das hier zu teilen. Ja, weil es auch für mich immer ein Riesenspaß ist, zu sehen, wie andere davon auch einen Nutzen oder einen Gewinn haben. Und ich meine, jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit teilt man auch gerne mal was mit anderen. Wenn man sich nicht physisch real im Leben treffen kann, ist das ja hier wunderbar. In diesem Sinne wollte ich mich auch gerne mal wieder vor die Kamera setzen. Ich bin ein bisschen dazu übergeschwenkt, mehr das Ganze zu zeigen und nicht so viel zu reden, weil das Publikum ist so ein bisschen international auch. Da gucken verschiedenste Leute aus verschiedenen Ländern ja natürlich auch zu und die verstehen nicht alle Deutsch oder haben vielleicht auch ein Problem mit dieser Sprache, das überhaupt nachzuvollziehen, was ich hier sage. In diesem Sinne habe ich versucht, mehr zu zeigen einfach nur und werde vielleicht auch in Zukunft das auf Englisch machen. Also wenn dich das total stört, kommentiere. Wenn du es gut findest, kommentiere auch gerne, dass ich so ein bisschen einschätzen kann, was du davon denkst oder ob du da mitgehst. Ja, ich will ja auch nicht gegen die Abonnenten das machen, sondern versuchen mit ihnen das zu gestalten. Dann muss ich aber erstmal mein Fachenglisch für diese Arbeit dann natürlich auch aufbessern und überhaupt mehr Englisch sprechen, weil ich auch mehr mit sozusagen deutschen Leuten hier zu tun habe, obwohl es hier auch ganz gut möglich ist, aber jetzt ja gerade nicht so. Ja, aber in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen. Versuch da was rauszuziehen und ich danke auch recht herzlich dem Auftraggeber, durch den das überhaupt möglich wurde, dass ich diese Figur hier zeigen konnte. Und ich habe mich nach seinen Vorgaben gerichtet, wie er das sich so vorgestellt hat, wie er das gerne wollte. Und so habe ich das dann versucht, hier zu entwickeln und zu entfalten. Also in diesem Sinne, versuche es nachzumachen und daraus etwas zu ziehen. Viel Spaß beim Zugucken und Film ab. Von mir möchte jemand eine Krippenfigur haben, also viele Grüße an den lieben Lutz. Ja, und die soll 18 cm groß werden. Der hat mir schon so ein bisschen mitgeteilt, wie die Bewegung ungefähr aussehen soll und welcher es sein soll. Also das soll ein König werden für die Krippe,
18 cm. Ich sage gleich, was das hier ist, und das soll der Moor werden. Also da gibt es ja diese 3 Weisen aus dem Morgenland und das soll jetzt der Moor werden. Mir geht es jetzt aber nur um, ich will halt irgendwie erstmal eine Schablone machen, weil ich das ein bisschen grob aussägen will, weil das in so einer Figurengröße aus meiner Sicht gut ist auszusägen, dass man auch ein bisschen schneller vorankommt. Ja, was ist das jetzt Schönes? Und zwar ist es einfach eine Leiste für diese 18 cm Figur. Die hat also eine Teilung von 8 Kopflängen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hier, ja, das sieht man vielleicht jetzt nicht so gut im Video, das ist so ein bisschen rot markiert, die Mitte. Da kommt also vom Oberhals Schenkel praktisch hier der Rollhügel raus, und das wäre also dann der Mittelpunkt. Habe ich mir mit 18 cm markiert. Das hier soll die Armlänge darstellen und das ist die Handlänge oder auch ein Zehntel markiert, weil ich das dann im Holz selbst, wenn ich diese Kanten so ein bisschen über das Material schiebe, kann ich das so ein bisschen anritzen. Ich meine, das ist ja Buche, und wenn ich das in Linde mache, funktioniert das manchmal ganz gut. Ja, dann würde ich halt folgendermaßen vorgehen, dass ich mir hier so einen Strich ziehe und dann einmal die Senkrechte, immer diese Abstände markiere, weil mir das die Proportion halt schön vorgibt. So, dann hätte ich das schon mal. Da ich das auch rechtwinklig abgesägt habe, kann ich dann auch hier unten daraus gleich den Sockel im rechten Winkel konstruieren. Ja, die Figur, die soll so ein bisschen speziell aussehen, also eine entspannte Haltung haben. Ich tue mir das jetzt erstmal so ganz dünn aufzeichnen, weil ich daraus dann das noch ein bisschen verändern kann, den Strich noch ein bisschen genauer machen kann. Also ganz grob gezeichnet soll der Kopf hier so ein bisschen nach hinten sich abkippen und der Körper soll so ein bisschen durchgebogen sein. Ob das jetzt nun eine realistische Haltung ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Da habe ich öfters darauf hingewiesen, man hat hier natürlich die Möglichkeit, alles Mögliche zu verfremden. Hier oben kommt jetzt so ein Turban hin. Ich will jetzt hauptsächlich mal das Volumen haben, und hier vorne in dem Bereich wäre dann ungefähr das Gesicht. Ja, der soll so ein bisschen nach da gucken in die Richtung. Und die Schulter, die ist aber ein bisschen zu mir gedreht. So, und das sieht jetzt so ein bisschen aus, als ob er den Berg rauf geht. Also, dass ich hier ungefähr mein Knie hinmache. Ja, und ich jetzt sage, hier oben findet sich ungefähr so der Brustkorb. Hier würde der Hals sich befinden. Das wäre eben der Kopf, Schultern. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Hüfte. Das soll ungefähr so aussehen. So ist das eben gewünscht. So, und da geht das Bein hier nach hinten und da sehe ich dann nur das hier vorne, das geht so ein bisschen hoch. Das wäre jetzt so ungefähr. Hier unten, da soll so ein kleiner Durchbruch entstehen, oder das soll ein bisschen unterschnitten werden, dass hier einfach Schatten entsteht. Das sieht auch manchmal ganz schön aus. Dann kann ich natürlich ab hier so ein bisschen die Falte fallen lassen. Und er soll noch vom Bauch ein Kissen haben. Und das kann ich jetzt abmessen. Hier meine Armlänge. Also das hier, der Ellenbogen beginnt, wenn ich das jetzt hier zeichne, ist das natürlich ein bisschen verzerrt. Das soll also der Arm werden. Hier kann ich dann meine Hand hinmalen. Ungefähr so. Also dass hier praktisch diese Linie ist. Und da soll er dann so ein Kissen in der Hand halten. So ein bisschen spitziger.
gemacht und kann auch ein bisschen breiter werden. So. Hier hat er die Hand dann unten drunter, würde ich sagen, und da ist wieder so ein bisschen vom Arm abgehend das Ganze, das Gewand, was so ein bisschen nach unten fällt. Darf ich ihn nicht zu dick machen hier oben und dass der Kopf schön nach oben kommt. Ungefähr so. Ja, er muss hier genug Volumen haben. Hier soll jetzt noch so ein bisschen Gewand stattfinden und das ist dann hier noch so gewünscht, dass das hier so sich ringsherum schlingt. Einmal dieses Obergewand, ungefähr so. Und dass ich hier noch eine Falte hinzaubere. Dass das noch so ein bisschen um den Körper herum geht. So, hier sieht man noch so ein ganz kleines bisschen Ohr und sowas und hier oben die Augenbrauen. Also das ist ja nur so skizzenhaft. Es geht jetzt hier nicht um Schönheit, sondern ich will mir vergegenwärtigen, also wo mache ich es jetzt zum Beispiel zu eng oder ja, er soll halt so ein bisschen in Aktion sein. Ich will einfach so ein bisschen mir verdeutlichen, die ganze Bewegung und dass das irgendwie schön aussieht. Hier unten soll er so Sandalen haben und barfuß sein. Und dann hat er hier noch so ein Obergewand, soll hier noch drüber. Siehst du, da brauche ich noch ein bisschen Volumen. Das dann aber ganz nach hinten fällt und hier hinten in so einem Bogen dann auf den Sockel aufläuft. Und von vorne steche ich da ein bisschen dahinter hier. So, dann können wir natürlich hier noch so ein bisschen Faltenwurf machen. Dass es hier so nach unten fällt. Ein bisschen sich aufbäumt. Hier nach unten geht und hier noch eine schöne Falte rein. So. Hier kommt natürlich auch wieder das Obergewand hier rüber gerauscht und geht dann nach hinten. Das kann ich ja mal ein bisschen dunkler darstellen, dieses Obergewand. So. Ungefähr so. Das ist nochmal ein extra Tuch, was hier so rumgeht. Und das ist jetzt in der gleichen Farbe wie das. Und das geht nochmal oben drüber. Das ist unter dem. Also das wird spannend zu schnitzen. Ja, so ungefähr könnte ich das machen. Dieses Kissen, das hat hier natürlich den Mittelpunkt und muss dann etwas spitziger werden. Und verläuft ungefähr hier so. Und obendrauf soll nochmal wie so eine kleine Krone liegen. Dass es ungefähr hier so aussieht.
bisschen nach oben geht und halt dann hier wieder ins Kissen hinein sinkt und da sich so ein paar Falten bilden. So, hier darf ich meine Hand natürlich nicht zu klein machen. Oder zu groß, je nachdem. Also ja, nur mal so schemenhaft, dass ich das Ganze ein bisschen konstruiere und mir überlege, wie soll so ein bisschen diese Bewegung sein. Also auch wenn es jetzt unnatürlich ist, aber ich meine, es ist eine Schnitzarbeit, ja, ich darf da verfremden und so ist es auch ein bisschen gewünscht. Er soll halt hier so ein bisschen rundlich sein, das Knie so ein bisschen nach vorne nehmen und dann noch so eine leichte kleine Sockelplatte hier dran. 18 cm. Beprüfe ich nochmal der Turban, der soll natürlich darüber hinausgehen, aber das, was sozusagen in diesem Turban drin steckt, dass das eben hier der Kopf ist, oben der Hirnschädel, vorne der Gesichtsschädel und dass das da noch schön drin steckt, passt erstmal so. So kann ich mir das jetzt mal ein bisschen grob aussägen und vielleicht auch gleich auf eine Pappschablone übertragen, dass ich mir das für später nochmal aufheben kann. Also das ist jetzt so ein bisschen, kleines bisschen Dreiviertel-Ansicht, habe ich jetzt festgestellt, aber ich kann das dann, wenn ich das schnitze, sehe ich dann wieder sozusagen, ja, wie möchte ich jetzt das noch ein bisschen drehen, meinetwegen die Schulter oder der Kopf ist zur Schulter noch leicht anders, wenn jetzt die Schultern mehr in diese Richtung laufen und der Kopf aber mehr so gehalten wird, das sehe ich dann im Holz, ja. Und wenn ich hier noch beim Aussägen insgesamt 5 mm mehr drauf lasse, kann ich mir dann nochmal genau abmessen und schneide das dann wieder weg. Also da sehe ich jetzt nicht das große Problem. Da kann man sich dann noch so ein bisschen diese Drehungen ja selber zurechtschnitzen, dann im Block praktisch. Das ist aber schon so ein bisschen fortgeschrittene Übung. Also für Anfänger würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Krippenfigur. Ja, okay, gut. So, das wäre jetzt die Pappschablone. Die habe ich extra gemacht, dass ich das dann aufheben kann, das Ganze. Kann ich ja gleich nochmal beschriften. So, das soll der Mohr 18 cm sein und dann habe ich hier unten noch ausreichend Platz für den Sockel, so 3,5 cm ungefähr. Und das Abfallstück, das habe ich gleich mal, also als ich da was ausgesägt habe, versucht diesen Bogen zu sägen, dass ich da nicht irgendwie reinsäge, sondern versuche mir hier bei so Stücken das gleich zu erhalten und siehe da, es hat sich gelohnt. Wie weit das wirklich rausragt, das werde ich dann nochmal sehen. Das lässt sich ja dann schnell auch wegschneiden hier. Das sollte kein Problem sein. Auf jeden Fall habe ich hier auch noch ein bisschen Spielraum. Das ist schon mal positiv. Wichtig finde ich immer auch hier den Beginn des Sockels zu markieren, weil ich dann einfach immer einen schönen Anhaltspunkt habe, von wo ich eigentlich messen möchte. Wenn ich mir hier so einen kleinen Absatz da reinsäge, das lässt sich immer einfach wegspalten. Wenn ich jetzt da ein Eisen ansetze von oben, kann ich da den Sockel schnell enger machen. Und zum Schluss werde ich das auf 1 cm nochmal reduzieren, also eine sehr dünne Platte. Ich habe jetzt gemerkt beim Absägen hier, man muss wirklich sehr, sehr aufpassen mit diesem Sägeblatt. Das ist etwas zu grob für diese immer noch kleine Bandsäge. Die laufen halt recht langsam, gemütlich und hat eine sehr aggressive Zahnung hier. Also da sollte das Holzstück auf keinen Fall kleiner sein. Wenn ich jetzt noch eine kleinere Figur habe, müsste ich hier hinten wirklich was dran lassen.
dass ich da noch sicher anpacken kann. Also das wirklich bedenken. Oder wenn man jetzt sich neue Blätter kauft, hier eine feinere Zahnteilung wählen. Und oftmals sind die schmäleren Schweifblätter auch mit einer kleineren Zahnteilung versehen, was sich gut macht für die kleineren Figuren, weil das manchmal reinreißen kann ins Material, wenn die Zahnteilung doch recht grob ist. Warum habe ich das dann überhaupt drauf? Naja, wenn ich mal so eine Bohle hier durchsägen will, geht es halt dann doch gut. Und ich weiß darum, ich kann vorsichtig machen. Und das waren eben auch noch Blätter, die zu dieser alten gebrauchten Maschine dazu waren. Deshalb verwende ich die. Aber wenn ich mir jetzt neue bestelle, würde ich dann nochmal darauf achten, dass sie ein bisschen feiner sind und auch ein bisschen schmäler. Das hier ist 0,5 mm dick. Also 0,4 wäre für diesen Rollendurchmesser ideal. Man sagt also, wenn das jetzt eine 40er Rolle ist, sollte das Blatt maximal 0,4 mm dick sein, hier in dieser Dicke, dass die eben auch nicht brechen können, wenn sie um die Kurve rumlaufen. Genau, nur mal so am Rande. Aber jetzt will ich das mal aussägen. So, hier hätten wir jetzt die Figur ausgesägt. Wenn ich jetzt hier in den Sockel rein bohren will, dann muss ich natürlich schön aufpassen, dass ich hier bloß nicht zu tief bohre. Ich habe da also passend für die Figurenschraube einen 8 mm Bohrer gewählt und mache das jetzt wirklich, dass ich wenigstens noch 5 mm Luft habe. Also maximal so weit darf ich reinbohren, weil wenn ich jetzt hier reinschraube, ist da vorne die Spitze, da geht die mal schnell noch ein Stück hoch, also maximal bis dahin. So, das Ganze tue ich mir einmal kurz anreißen. Wenn ich das hier mal so halte, dann sehe ich auch von oben, ob das schön gerade ist. Ich kann das auch mal so halten. So, das reicht. Ich habe jetzt hier mal so eine Figurenschraube mir hier von einem Herrn machen lassen. Das ist eben so für kleinere Sachen, für Bäume und so kleine Figuren geeignet, weil die hat hinten ein normales metrisches Gewinde, kein Trapezgewinde und hier unten der Teller, der ist gleich fest verschraubt mit dem Hebel. Da lege ich nur noch so einen Klotz unter. Ist das sehr einfach zu handhaben. Und daher, dass ich hier noch einen doppelten Hebel habe, ziehe ich die so zusammen und kann das jetzt hiermit hier so anpacken und drehe das hier gleich mit Hand rein. Wenn man es sich besonders einfach machen will, man hat zu Hause noch einen Schraubstock, mache man hier hinten 2 Flächen ran, spannt das immer an den Schraubstock ein und kann dann die Figur einfach raufdrehen. So, jetzt wird das schön straff hier. Das bedeutet, ich bin angelangt, dann löse ich hinten wieder das Ganze, drehe das einmal rum. So, ich habe jetzt hier einen Galgen, den würde ich für solche Krippenfiguren immer verwenden, weil ich hier hoch und runter stellen kann. Ich kann auch im Sitzen arbeiten. Die gibt es im Hause Spangler, da werden die hergestellt und Herr Spangler vertreibt die. Da habe ich den hier auch her. Hier ist noch ein Schraubenkopf zum Feststellen, wenn ich das richtig festklemmen möchte.
ist aus Buche. Würde ich jetzt die kleine Figur raufschrauben, sieht man auch schon proportional, sieht das recht vernünftig aus. Das ist jetzt hier hinten an so einer Werkbank festgemacht. Das kann man natürlich auch auf den Galgen hoch und runter stellen, je nachdem. Ja, das macht für mich viel Sinn, weil hier kann ich jetzt eben auch schnell rein und raus schieben das Ganze. Wenn ich einen Schraubstock habe, kann ich hier unten mit 2 Flächen dran machen, schraube da immer die Schraube rein, kann das dann sehr schnell da reinschieben und muss niemals den Hebel wegmachen. Kann ich da also auch in Serie so kleine Figuren schnitzen. Das gefällt mir recht gut hier. Ich schnitze aber hier an meinem Galgen in der Hubelbank, der genauso funktioniert. Kann man sich auch selbst bauen, sowas. Genau, sowas bräuchte man auf jeden Fall zum Schnitzen. So, mein Galgen sieht so hier aus. Ich noch ein bisschen runterschrauben. So, sehr schön. Figurenschraube würde ich einfach bei Spangler die kleine Schraube kaufen. Also die kleinste, die es da gibt. Das reicht für meine Begriffe. Sollte das gut und genug sein. Jetzt habe ich das schön aufgespannt. Ich arbeite jetzt hier, also hier sieht man jetzt meinen Kopf, aber ich arbeite ungefähr hier so auf Brusthöhe. Also wenn hier jetzt Brustwarze ist, so auf dieser Höhe etwa, stelle ich das gerne ein, weil ich dann noch hier oben raufschauen kann auf diese Flächen, aber auch durch die Schräge so das Gesicht von vorne im Blick habe. Das wäre also meine bevorzugte Höhe. Es sollte nicht zu tief sein. Und jetzt werde ich hier ein bisschen Absatz schaffen, dass ich wie gesagt hier schön nochmal ansetzen kann. Das ist die Breite, ja, da kriege ich es eigentlich gerade so noch raus. Dünner dürfte das Holz jetzt eigentlich nicht sein. Daher das auch hier von der Zeichnung her vorne raus gut weit rauskommt, wird dieses Kissen jetzt ungefähr hier hinkommen. Dass es wahrscheinlich so leicht so rumgeht. Blick kommt nach hier, dass es ungefähr hier so rauskommt. Der Fuß, der wird hier bleiben. Hier kann ich einiges wegnehmen, dass das hier eher schräg ist und der Kopf leicht verdreht. Ja, ich probiere einfach mal, mich da ranzuschneiden.
So, kleine Schrecksekunde. Diese Figur, die soll ja jetzt zu diesem Simeon passen. Das wäre an und für sich gar nicht so verkehrt, aber die Figuren sind nur 17 cm groß und die ist jetzt 18. Die könnte man ohne Probleme dazustellen. Die würde, glaube ich, auch so durchgehen, aber wir wollen es ja schon genau machen. Das heißt, hier wäre dann mal Schluss. Ja, 18 ist eben das gewohnte Maß und ich habe zuletzt auch 18er Figuren geschnitzt, deshalb muss ich den Kopf einfach noch hier runter drücken, dass da muss halt noch ein bisschen was weg, aber ich meine, kriegt man alles noch raus. Ja, dann lasse ich das hier stehen. Erst einmal. Natürlich wird das entsprechend kürzer. Dann muss ich das hier auch lassen, das hier lassen. Also kleine Schrecksekunde, aber man kriegt das alles noch raus. Ist einfach noch den Kopf ein bisschen dünner schnitzen. Oben muss dann noch was weg entsprechend. Hier habe ich gerade noch genug Material, weil das ja auch schlanker alles wird jetzt. Kann schon mal passieren, jetzt nicht ganz optimal, ich weiß auch nicht, wie sich manchmal sowas einschleicht, aber das ist ja wirklich peinlich. Aber solange man es noch merkt, ungefähr so, wird sich dann da mal ein Gesicht ergeben. Dann kann ich gar nicht mal meine schöne Leiste verwenden, jetzt ist die hinfällig praktisch. Ja. Jetzt muss ich nochmal mir das neu einrichten, aber das ist nur 1 cm, dann rechne ich eben mit dem Taschenrechner durch 8, das ist 2,125 oder so. Gehe oben ein bisschen runter. Ich habe auch hier durch meine Pappschablone ist noch ein bisschen mehr ringsrum überall. Da kann ich das natürlich verjüngen, wieder auf meine Maße runterkommen, alles kein Problem. Und gerade bei den Weißen würde ich es durchgehen lassen, wenn die jetzt unterschiedlich groß sind. Wenn da meinetwegen einer ist, der ist irgendwie ein bisschen gebeugt oder so, ein sehr alter Mann soll das vielleicht sein. Und der hier, man kennt es ja auch aus Afrika, die Tuareg, ein groß gewachsener Stamm. Also das könnte alles möglich sein, dass der etwas größer ist und so. Von daher alles ganz entspannt.
Kleine Zwischenbilanz dieser Figur. Die ist jetzt also einmal grob raus. Hier unten entsteht dieser Durchbruch. Da werde ich noch einiges wegnehmen müssen an den Beinen und an den Händen, Kopf und so weiter, Schulter. Das hier, das soll etwas mehr aufgebauscht sein. Dafür werde ich ein bisschen tiefer in diese Falten reinschnitzen. Also wie man hier jetzt schon sieht, dass dadurch man unten auf das Maß des Körpers kommt, weil das ja doch eine recht zierliche Figur ist auf dieser Größe. Ja, hier hatte ich so ein bisschen mit dem Sägeschnitt genau dran. Geht aber alles noch, also hier wird jetzt die Mittellinie verlaufen von dem Kopf. Und dann werde ich die Nase noch schön flach machen. Das soll ja ein Afrikaner sein und die Lippen entsprechend schön groß. Das passt hier noch rein. Hier oben kann ich auch noch ein bisschen was wegnehmen. Das darf natürlich im Verhältnis jetzt übertrieben größer sein. Das hier ist nochmal irgendwie so umgeworfen. Das tut sich hier reinziehen. Geht da genau auf den Oberarm runter. Und hier wäre dann die Schulternbreite und er biegt sich halt so ein bisschen rüber mit dem Oberkörper. Das Geschenk zeigt noch mehr in diese vordere Richtung. Er dreht den Kopf so ein bisschen rum und hat so eine ein bisschen gespannte Haltung. Das hier hinten soll sich das so ein bisschen hohl ziehen, das Ganze mit dem Kopf noch leicht nach hinten. Dieses Bein so ausfällt und ja, so eine leichte Dynamik dadurch reinbekommen und eine interessante Haltung. Also ich finde bei so einer Krippenfigur, das ist halt eine individuelle Gestaltung und darf deshalb auch ein bisschen anders aussehen, als wie es in der Natur wirklich wäre. Jetzt muss ich noch weiter ausarbeiten. Da versuche ich mich eben jetzt auf Falten, Hände, Gesicht und so Füße zu konzentrieren. Das soll Sandalen tragen, also da muss ich auch noch wirklich runter, dass das sehr schön schlank wird. Und wenn ich die Arme und Hände und sowas klein schnitze, dann sehe ich auch wieder den Gesamtzusammenhang. Wenn ich das schön abmesse immer, werde dieses Kissen natürlich auch noch ausarbeiten und die Krone und so. Manche sagen auch, man soll ja zuerst die Gegenstände machen, die sozusagen nicht Teil der Figur sind. Und dann die Figur mehr oder weniger dem anpassen. Ja, kann man so sehen, aber ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich versuche immer alles auf ein gleiches Maß zu bringen. Das hilft insofern, dass ich dadurch der Figur so ein bisschen Richtung geben kann. Mal angenommen, das wäre jetzt nicht der Silhouette entsprechend, sondern irgendwie noch mehr verdreht, also auf die Dreiviertelansicht zum Beispiel dieses Kissen, dann würde es schon Sinn machen, das zuerst einmal rauszuarbeiten, dann zu gucken, wo gehen da die Hände hin, wie groß soll das werden, die Hand soll dann in der Mitte, dann würde sich der Arm entsprechend da anpassen und dann der Rest der Figur sich so entwickeln, ja. Das macht durchaus Sinn. Aber hier war es jetzt nicht ganz so ausschlaggebend. Ja, das wird hier so schön bauschig. Dann werden da noch ein paar schöne Falten reingeschnitzt. Ich soll es nicht zu dünn machen, wurde mir gesagt. Und es soll hier am Körper anliegen, dass es nicht abbrechen kann. Also auch, dass es materialgerecht gearbeitet ist, so war der ausdrückliche Wunsch. Da will ich mich natürlich auch versuchen dran zu halten, sonst könnte man auch hier die Arme noch ein bisschen weiter vom Körper wegstrecken. Dadurch würde die Figur wesentlich expressiver noch wirken, wenn es jetzt eine barocke Figur sein soll oder so, wo die Figuren stark übersteigert sind, müsste man die Arme noch weiter lösen vom Körper, hier einen Durchbruch schaffen. Dadurch könnten sie auch wirklich abbrechen.
Das passt ja aber so, weil die anderen Figuren, die es dazu noch gibt, auch recht ruhig sind und schön ausgewogen wirken. Von daher passt das. So. Also dieser Daumen hier bereitet ich mir noch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil der hier oben drauf greifen soll und dann ja, der eine Finger vielleicht so ein bisschen exponiert da irgendwie so nach oben zeigt. Schauen wir mal, wie das dann wird. Hier oben muss auf jeden Fall diese kleine Kugel drauf und das hier so ein bisschen verschlankt werden und das muss da auch noch ein bisschen im Kissen drin stecken, also dass das hier nochmal runter geht. Sonst hat das Kissen ja gar keinen richtigen Sinn. Das soll wie so ein Polster wirken, das nochmal richtig schön aufgefangen wird. Könnte man auch schön in der Hand schnitzen, bei so Schnitten, die immer nach oben gehen, also sprich diesen Falten hier, vermeide ich das gerne, weil ich das sonst die ganze Zeit so anfasse hier und das lässt sich eben auch gut schneiden, wenn man das eingespannt hat. Deshalb schraube ich das mal auf. Könnte man aber auch genauso gut in der Hand schnitzen. Da hat man dann vielleicht noch mehr Gefühl. Gut, jetzt will ich nicht noch ewig quatschen, sondern zeige einfach den Prozess, wie das weiter entsteht.
Nun komme ich wirklich langsam hier zum Schluss. Im Vergleich zu den Anfängen gefällt es mir jetzt schon wesentlich besser. Jetzt kann ich hier noch so ein paar Details machen. Ich mache da bewusst ein bisschen ungleichmäßige Schnitte. Eben so ein Kissen, ja, das hat hier nochmal irgendwie so eine Naht. Da tut sich das so gegenläufig ein bisschen aufplustern. Hat wirklich sehr viel Freude gemacht, die Figur. Und ich habe hier so ein paar schöne Kontraste. Großer Turban, eher schlankes Gesicht, ganze Biegung in der Figur und so und längliche, ja, wie soll ich sagen, Zugfalten oder die einfach runterfallen und hier staut sich das Ganze. Also das kann man auch noch etwas genauer schneiden hier. Ein bisschen schärfer. Besonders an den Anfängen noch ein bisschen genauer arbeiten. Ja. Dann sieht das eben noch qualitativ hochwertiger aus. Und die Kontraste sind dann halt schön. Ja, das macht schon viel Spaß. Das Ausarbeiten. Aber ich habe so ein bisschen die Probleme, ich muss dann halt auch immer landen und darf jetzt nicht zu lange daran rumfriemeln, weil so eine kleine Figur, wenn man mal darüber nachdenkt, wenn das jetzt 12 Krippenfiguren werden und ich schnitze jetzt da sehr lange an einer einzigen, ja, dann werde ich entweder nie fertig oder das wird sehr, sehr teuer. Deshalb hier noch ein Geistfußschnitt. Ich habe schon versucht, die Schnitte ein bisschen einfach zu halten und irgendwann muss man einfach Schluss machen. So einfache Grundform und dann darauf die Details halt nochmal schnell reinschneiden, so das reicht völlig. Ja. Auch wenn mein Geißfuß wieder mal nicht ideal scharf ist. Ich habe ihn vor uns schon nochmal nachgeschärft. Für die Linde geht er. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch Augen. Dann muss ich noch den Sockel absägen. Ich zeige noch mal kurz, wie ich die Augen mache. So, jetzt ist mir noch aufgefallen, Kinn ist ein bisschen ungleichmäßig. Muss ich nochmal nachziehen. Ja, das sind halt alles so kleine Schnitzereien. Man sieht ja schon, wie groß die Werkzeuge hier sind. Also irgendwo hat das Ganze seine Grenzen. Das Material ist sehr weich. Details lassen sich schwer darstellen. Vor allem, wenn man dann meistens auf die gleichen Werkzeuge umschwenkt. Man kann mit dem Messer viel machen, wenn man es beherrscht. Muss ja dann am Ende auch sauber werden. Also mit der Spitze kann ich sehr flexible Formen schnitzen. Vom scharfen Stich bis zur Fläche, Kurven, Kerbschnitte, alles Mögliche. Was ich auch viel lernen kann von den anderen Kollegen ist diese Schnittigkeit, also das, ich bin ja mehr so der Schnippler, wie ich immer mehr feststelle. Und Schnitzen bedeutet aber eigentlich auch mehr mit dem Schnitt gestalten, ja, dass der Schnitt sichtbar ist und ich damit Effekte erziele oder Eindrücke schaffe. Auch wenn manche Effekte doof finden. Ich denke, Effekte sind gar nicht so schlecht, weil wir Menschen so ticken. Ja. So, ich steche jetzt hier die Augen rein. Herrliches Geräusch, oder was jetzt kommt hier? S51. S51 tatsächlich, steht drauf.
Ja, das waren noch Zeiten, ne? Wurde noch ein bisschen anders gebaut. Fährt heute noch. Wahrscheinlich wird diese Figur auch noch in sehr ferner Zukunft dastehen und nicht direkt weggeschmissen werden, wie das vielleicht manch andere Sachen ereilt, die in heutiger Zeit produziert werden. Ja, also da nehme ich immer meine kleine Schlüsselfeile, ob ich damit nur an der Marmorbüste rumfeile oder hier ein paar Augen reinquetsche, ist eigentlich auch egal. Also wenn man so reindrückt, wir haben es ja hier mit so Weichholz zu tun, klar, geht. Man darf nur nicht zu doll drücken, dass man die Lider nicht mit wegdrückt oder wegreißt. Kann schnell passieren, also da vorsichtig. Deshalb drücke ich da mehrmals rein. Und ich habe es hier schon sauber gemacht am Anfang, aber auch schon in Vergangenheit verwendet. Es sollte eigentlich sauber sein, aber es sind immer wieder noch manchmal kleine Ränder dran. Das werde ich jetzt nicht mehr so richtig da wegbekommen. Und da noch ein kleiner Farbrand stehen bleiben sollte. Ja, aber es sieht gut aus im Video auch, kommt gut rüber. Auch wenn ich es mal drehe, passt so im Großen und Ganzen. Ich sehe hier so ein bisschen Jochbein, kurz hinterm Sägeschnitt, gerade noch gerettet. Die Figur hat eine schöne Bewegung. Ich denke, das wird dem Kunde ganz gut gefallen. Ja, war eine schöne Arbeit, hat mir Freude gemacht.
Ja, vielen Dank, dass du mit dabei warst und zugeschaut hast. Like das gerne, wenn du es gut fandest. Dann sehe ich das auch in den Reaktionen, Interaktionen. Kommentiere gerne, wenn du vielleicht noch irgendwie eine Frage hast oder das irgendwie mit einem Feedback versehen willst, was ich hier gezeigt habe. Dann kommentiere gerne und scheu da nicht zurück. Oder teile es auch gerne mit anderen, die vielleicht sowas machen wollen oder generell diesen Kanal noch gar nicht kennen. Dann empfehle das auch gerne weiter. Ist natürlich für mich eine super Sache, dass das Ganze auch ein bisschen weiter wächst und sich für mich auch lohnt. Also habt das auch ein bisschen im Hinterkopf. Du kannst es natürlich auch hier kostenlos abonnieren, diesen Kanal. Direkt unter dem Video den Abonnieren-Button klicken und die Glocke aktivieren, dass du immer zeitnah informiert bist und auch keine dieser neuen Videos verpasst. Das würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du da immer mit einschaltest und dabei bist und das teilst bei Facebook und so weiter in deinem Freundeskreis, dass andere das auch wahrnehmen. Und wenn du von mir sowas haben willst, kontaktiere mich gern über die Webseite. Dann kann ich sowas natürlich auch für dich anfertigen und dann werden wir für dich eine passende Figur oder ganze Krippe, wie auch immer, was auch immer es sein soll, finden. Ja, in diesem Sinne hat mich gefreut, dass du dabei warst. Ich wünsche dir und deinen Lieben alles Gute zu Weihnachten. Bleib schön gesund, ja. Das kann man natürlich nicht immer so beeinflussen, aber vielleicht muss man nicht über die Stränge schlagen und sich auch hier und da mal wirklich an Regeln halten. Muss ich ja auch tun, auch wenn manches einem widerstrebt. Aber ich wünsche dir in diesem Sinne alles Gute. Komm gut voran, bleib gesund und wir sehen uns wieder in einem neuen Video. Bis dahin, mach's gut und ciao.